Possessivpronomen. In der heutigen Lektion erkläre ich dir, welche unterschiedlichen Arten es gibt bei den Possessivpronomen. 9. Und ich zeige dir, wie du diese 9 Arten deklinieren musst und auch ganz wichtig, was der Unterschied zwischen einem Possessivpronomen auf der einen Seite und einem Possessivartikel auf der anderen Seite ist. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Falls du also noch Probleme mit der deutschen Grammatik hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und ich werde dir helfen, all deine Grammatikprobleme zu lösen. Heute erkläre ich dir die Possessivpronomen. Als erstes, was ist eigentlich ein Possessivpronomen? Ein Possessivpronomen ist zum Beispiel meiner, deiner, seiner oder auch unserer, eurer. Das sind alles Possessivpronomen. Possessivpronomen beschreiben immer einen Besitz oder eine Zugehörigkeit. Wie du die Possessivpronomen deklinieren musst und auch was der Unterschied zwischen einem Possessivartikel und einem Possessivpronomen ist, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Der Unterschied zwischen einem Possessivartikel und den Possessivpronomen. Hier ganz am Anfang möchte ich noch erwähnen, in vielen klassischen Lehrwerken, und vielleicht hat es auch dir dein Lehrer so erklärt, dass Possessivartikel auch Possessivpronomen sind. Die offizielle Definition sagt genau das. Aber an sich ist das doch sehr widersprüchlich, denn ein Artikel steht immer vor einem Nomen, gehört also dazu und steht eigentlich niemals allein, und ein Possessivpronomen ersetzt ein Nomen. Dementsprechend steht es nicht zusammen mit dem Nomen, da es das Nomen ja ersetzt. Und dementsprechend nutze ich konsequent diese Unterschiede, die ich dir hier nochmal zeige. Wenn ich also von einem Possessivartikel spreche, dann geht es genau darum. Zum Beispiel, wem gehört der Ball? Das ist mein Ball. Hier ist es ein Possessivartikel, denn das Nomen steht dahinter und du siehst, es macht auch einen Unterschied in der Deklination. Denn ich könnte auch antworten, das ist meiner. Dann ist es ein Possessivpronomen, weil wir das Ball weglassen und dann muss sich hier auch etwas an der Endung verändern. Das ist der Unterschied. Das ist nicht ganz exakt entsprechend der offiziellen Definition von Possessivpronomen, aber das ist die Variante, die dich nicht verwirrt, die du dann auch verstehst, denn es ist einfach zu sehen, der Unterschied hier ist das Nomen da, dann ganz normal wie einen Artikel deklinieren, ist das Nomen nicht da, dann wie ein Possessivpronomen deklinieren. Und wie genau das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Als erstes, das Possessivpronomen muss immer der Person entsprechen. Das ist 100% genauso wie beim Possessivartikel. Also wenn der Besitzer ich bin, dann ist das Ganze mein. Wenn du der Besitzer bist, dann ist es dein, bei er sein und so weiter. Das kennst du auch von den Artikeln. Und dann folgt das Pronomen hier mit der entsprechenden Endung. Also die Basisform kommt immer vom Besitzer und die Endung entspricht dann dem Fall, in dem das Pronomen steht. Hier bei all diesen Beispielen ist es Nominativ und es ist alles maskulin und die Endung dementsprechend er. Schauen wir uns die Deklination nochmal genauer an. Die Possessivpronomen werden grundsätzlich genauso dekliniert wie die Possessivartikel. Das Einzige, was du hier gleich siehst, ist als Artikel, das kennst du von ein, aber auch von allen Possessivartikeln und kein, gibt es im Nominativ maskulin neutral keine Endung und auch im Akkusativ neutral keine Endung. Hier muss jetzt die Endung stehen,
denn bei den Pronomen kommt eine Endung hin, bei den Artikeln nicht. Aber es entspricht alles ganz exakt der Tabelle der bestimmten Artikel. Falls du noch Probleme mit der Deklination hast, empfehle ich dir mein Video zur Deklination anzusehen, was ich dir hier in den Infokarten verlinke. Falls du da noch Probleme hast, schau danach. Ansonsten gehen wir hier weiter. Die Deklination entspricht ganz genau den bestimmten Artikeln. Also es kommt immer die Endung des bestimmten Artikels dran, also der, meine, das, meins oder meines. Feminin, die, also meine. Genauso bei allen anderen Fällen und natürlich auch für alle anderen Formen. Das hier ist jetzt als Beispiel mit mein. Genauso funktioniert das hier mit allen anderen Formen. Und hier beim Artikel fällt das E weg. Dasselbe passiert auch beim Possessivpronomen. Es ist dann nicht eures, sondern eures oder eurer. Das E fällt weg, ansonsten sind alle ganz regelmäßig. Wann verwenden wir das Possessivpronomen? Ganz einfach, als Ersatz für ein zuvor genanntes Nomen bei der Frage der Zugehörigkeit. Wem gehört das Auto? Das ist meins oder meines. Das E hier kann stehen, muss nicht stehen. Das, was sich für dich besser anhört. Es gibt da keinen Unterschied. Die meisten benutzen es ohne das E. Und das ist auch die einzigste Verwendung, immer wenn du nicht das Nomen aus der Frage wiederholen möchtest. Normalerweise benutzt du diese Possessivpronomen nach der Frage, wem gehört etwas. So, schalte bitte noch nicht ab, weil ich habe noch 2 Empfehlungen für dich. Die erste, falls dir noch nicht so klar sein sollte, was ein Possessivartikel ist, wie du ihn deklinieren musst und wann du ihn einsetzen musst, dann schau dir bitte jetzt das Video an. Dort habe ich schon den Possessivartikel ganz ausführlich erklärt und das zweite Video hier ist das Video zur Deklination. Dort zeige ich dir, wie du mit einer einzigen Tabelle die komplette deutsche Deklination meisterst.